Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute zeige ich euch einen köstlichen, saftigen Kokoskuchen ohne Kohlenhydrate, sprich ohne Mehl oder Grieß. Der ein oder andere kennt vielleicht noch mein altes Rezept zum Basbousa, zu diesem ägyptischen Kokoskuchen, der mit Grieß gebacken wird. Das Video dazu kann ich euch hier nochmal verlinken. Jeder, der den Basbousa einmal gegessen hat, liebt diesen Kuchen und den wollen wir heute in ketogener Version herstellen. Und dabei werden sämtliche Kohlenhydrate, wie eben der Grieß, der normalerweise da reinkommt, einfach weggelassen, sodass dieser köstliche Kuchen komplett kohlenhydratfrei ist und trotzdem genauso köstlich schmeckt und dabei auch noch richtig saftig ist. Mashallah. Den solltet ihr also unbedingt mal ausprobieren. Wir geben zuerst 3 Bio-Eier in eine Schüssel. Man könnte auch noch ein zusätzliches Eiweiß hinzugeben, um den Kuchen noch besser zusammenzuhalten, und das hatte ich in einem späteren Rezept so gehandhabt, weshalb ich das auf jeden Fall empfehlen kann. Die Eier werden gut durchgeschlagen mit dem Schneebesen, dann kommt ein ganzes Päckchen Bio-Sahne hinzu, also 200 Milliliter, und dann kommen noch 50 Gramm Bio-Kokossahne hinzu. Man könnte stattdessen aber auch einfach 250 Milliliter Bio-Schlagsahne verwenden. Dann kommt noch eine Prise Himalaya-Salz hinzu und ein Esslöffel von meinem selbstgemachten Vanilleextrakt. Mein Video dazu, wie man den selber herstellt, das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Dann wird alles gut durchgeschlagen nochmal mit dem Schneebesen und dann geben wir das Xylit hinzu. Das sind 150 Gramm. Da es sich bei Xylit um einen natürlich vorkommenden Stoff handelt, kann unser Körper Xylit erkennen, in unseren Stoffwechsel aufnehmen und verwerten. Und dann kommen 250 Gramm Bio-Kokosraspeln hinzu. Ferner noch ein Teelöffel Flohsamenschalen. Und dann wird erstmal alles gründlich durchgemischt. Wie gesund die Kokosnuss ist, sollte inzwischen hinlänglich bekannt sein. Für die Völker der Südsee stellt sie ein Grundnahrungsmittel dar, mit dem sie über Jahrtausende hinweg leistungsfähig und gesund blieben, ohne sich je über Diabetes, Cholesterinwerte, Herzinfarkte oder Schlaganfälle Gedanken machen zu müssen. Wir decken die Schüssel ab und lassen den Inhalt eine halbe Stunde lang ruhen. In dieser Zeit werden wir jetzt eine viereckige Glasschüssel mit geschmolzenem Ghee einfetten. Dann könnte man noch einige Nüsse klein hacken, wenn man gerne Nüsse in dem Kuchen haben möchte. Das ist aber optional. Den Ofen haben wir inzwischen vorgeheizt und jetzt werden wir diese Mischung mit den Nüssen nochmal vermischen. Dann kommt auch noch ein gehäufter Teelöffel Backpulver hinzu und die Mischung wird dann nochmal ganz gründlich durchgerührt, bevor wir sie dann in die gefettete Glasauflaufform geben. Man könnte natürlich auch irgendeine andere viereckige Form benutzen und zum Beispiel mit Backpapier auslegen. Wir verteilen die Mischung gleichmäßig in dieser Form, streichen sie nochmal glatt und dann kommt sie in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe und wird mit Ober- und Unterhitze etwa 35 Minuten lang bei etwa 165 Grad Celsius gebacken. Die Temperatur sollte also nicht höher als 165 Grad Celsius sein, damit der Kuchen wirklich von innen gleichmäßig garen kann. Und dann ist es ganz wichtig und entscheidend, dass man diesen Kuchen erstmal vollständig auskühlen lässt, bevor man ihn anschneidet. Weil es sonst passieren könnte, dass er in sich zusammenfällt, da er ja jetzt in dieser ketogenen Form kein Gluten in Form von Grieß oder Mehl enthält, welches ja normalerweise den Kuchen zusammenhält. Stattdessen wird der Kuchen durch die gesättigten Fettsäuren in der Kokosnuss und der Schlagsahne im erkalteten Zustand zusammengehalten, weil dann diese Fettsäuren ja im erkalteten Zustand erstarren und fest werden. Aber auch die Eier tragen natürlich dazu bei, dass der Kuchen Konsistenz bekommt. Aber wie gesagt, wichtig ist es eben, dass wir diesen Kuchen vollständig erkalten lassen. Hier in meinem zweiten Versuch hatte ich den Kuchen in einer anderen Form mit Backpapier ausgelegt gehabt, gebacken. Ja, und das ist das Ergebnis. Wir sehen, sobald er im kalten Zustand angeschnitten wird, ist er sehr schön, fest von der Konsistenz her. Dabei ist er sehr saftig und ist einfach wunderbar vom Geschmack her. Mashallah. Ein herrlicher und gesunder Genuss, den man ohne Bedenken konsumieren kann. Ein ketogener Kuchen, der den Blutzuckerspiegel nicht belastet, den wir ohne schlechtes Gewissen genießen können und der aufgrund seiner mittelkettigen Fettsäuren aus der Kokosnuss sehr leicht verdaulich ist. Denn ohne die Mitarbeit der Gallensäuren können diese Fette verdaut werden. Sie sind wasserlöslich und gelangen daher ohne Umschweife über die Blutbahn in die Leber. Dort nun, und das ist gleich der nächste Vorteil, werden sie vom Körper sehr gerne zur Energiegewinnung genutzt und weniger gern in die Fettdepots eingelagert.
Schaut euch gerne nochmal mein Video zu den gesättigten Fettsäuren an, die zwar meistens in tierischen Lebensmitteln enthalten sind, aber eben auch in der Kokosnuss. Und wie gesund diese tatsächlich für uns sind, auch wenn die Industrie und die Medien uns seit zig Jahren darüber belügen. Darüber hinaus wirken die mittelkettigen Fettsäuren des Kokosöls auch antimikrobiell, antiviral und antimykotisch, und zwar sowohl bei innerlicher als auch bei äußerlicher Anwendung, das heißt auch, wenn wir jetzt diesen Kuchen essen. Ja, wir sehen also, dass wir auch in der ketogenen Ernährung auf nichts verzichten müssen, Alhamdulillah. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zu den größten Gefahren des Zuckerkonsums an. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und aktiviert das Glockensymbol. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.